Dieses Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Uchiruse Hunting and Safaris Namibia, die Jagdfarm der Familie Rogel in 4. Generation. Moin und Weidmannsheil aus Namibia. Neben mir Markus und wir haben ja schon ihn ein paar Mal vor der Kamera gesehen, aber ein Thema, das hast du immer wieder angesprochen, auch in unserem letzten Interview, das ist das Thema Entbuschen, Holzkohle und Arbeitsplätze. Magst du da nochmal gezielt auf das Thema eingehen? Ja, kann ich noch mal kurz was drüber erzählen. Im Endeffekt, ja, muss man hier nicht vergessen, man ist Landbesitzer und bei uns in dem Fall besitzen wir jetzt ein bisschen mehr Land. Und da ist natürlich ein, ja, ich will mal nicht sagen Neidfaktor, aber die Leute gucken auf einen. Ja. Und da ist es wirklich entscheidend, unserer Meinung nach, dass man einmal Arbeitsplätze schafft und das im großen Stil. Mhm. Und seine Steuern bezahlt. Das Ja. ist bei euch ähnlich, glaube ich. Genau. Aber wenn man das ein bisschen im Auge hat, denke ich, dann ist das gar nicht verkehrt. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, ja, wir haben viele Sachen ausprobiert, aber wir haben uns für die Entbuschung mit Holzkohleleuten entschieden, also Köhler, was wir sagen. Ja. Und dadurch, dass wir relativ große Flächen haben, kommt man mit 20 Mann nicht weiter. Genau. Also wir haben mittlerweile zwischen 500 und 600 Leuten, das variiert immer ein bisschen. Mal sind ein paar mehr da, mal ein paar weniger, je nachdem zu welcher Jahreszeit, aber im Schnitt fast um die 600 Leute. Mhm. Und das hört sich erstmal krass an, ist es auch, aber wir haben ein ganzes Team dahinter, das es steuert. Also das Team sind meine 2 Brüder und ich. Und unter uns haben wir aber dann nochmal Vorarbeiter, die nach den Köhlern angucken. Die sind in unterschiedliche Teams eingeteilt. Ja, und haben tatsächlich gemerkt, dass es unser größter Vorteil ist natürlich die Entbuschung selber. Ja. Das sieht man hier in der Fläche hinter uns. Ja. Da ist ein Block, wo wir die Köhler schon drin hatten. Und ja, die holen diesen Eindringerbusch raus, diese Schwarzdorn-Akazie. Auch nicht alle davon, aber ein Großteil. Ein paar lassen sie natürlich stehen. Und die nutzvollen Akazien, die bleiben natürlich auch stehen. Wenn sie die anrühren, dann gibt es tatsächlich auch happige Strafen. Das wissen die aber, die werden eingewiesen, welche wirklich rausgeholt werden müssen. Und du hast es jetzt in den Flächen gesehen, auf den Bildern wird man es auch sehen, wo wir in den Gebieten gejagt haben. Wenn wir im richtigen Dickbusch gejagt haben, wo wir zum Beispiel ein Streifenhuhn gejagt haben und was hatten wir noch, das Zebra vom Nico zum Beispiel, das waren komplett verbuschte Flächen. Da ist kaum Weide gewachsen. Ja. Obwohl wir jetzt schon alles im Grunde nur so ein bisschen Graswuchs, aber alles relativ tot. Ne? Ja. Und das ist halt genau das. Dieser Busch zieht die ganze Feuchtigkeit aus dem Boden raus und den willst du raus haben. Ja. Das ist auch menschgemacht, das ist durch Überweidung über die Jahre passiert, dass diese Gebiete immer weiter verbuscht sind. Und deswegen wollen wir dem mit den Holzkohleleuten entgegenwirken. Hat den Vorteil, dass wir einmal unsere Gebiete entbuschen, dadurch jachtlich interessantere Flächen schaffen, mehr Weide schaffen. Also wenn diese Flächen wirklich entbuscht sind, sind das bis zu 4-5 Mal mehr Weide als vorher da steht. Und Weide heißt in dem Fall ja nicht wie bei uns die Kuhweide, sondern Weide als Lebensraum für das Wild. Für das Wild. Also wie gesagt, in diesen Gebieten haben wir jetzt gar keine Rinder, das ist alles nur fürs Wild. Und der größte Vorteil, gerade in einem Land wie in Namibia, wo du extrem hohe Arbeitslosenzahlen hast, schaffst du Arbeitsplätze. Ja. Wir haben 600 Leute allein bei den Köhlern und das ist wirklich, ja, du gibst in dem Fall 600 Familien Arbeit, Verpflegung. Die arbeiten zwar alleine hier bei uns, aber das Geld und so wird natürlich zu den Familien geschickt, geschleppt, wie auch immer. Ja, ja, und das ist halt eine Sache, wo wir einfach gesehen haben, die uns auch zum Beispiel über 2021 hinaus geholfen hat. Yacht, wie alle wissen, wurde eingestellt, kein Flugverkehr. Ja. Namibias Grenzen wurden dicht gemacht. Und ja, da hat man natürlich kurzerhand irgendwie Kopfschmerzen und weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dann weitergehen soll. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe, auch oder letztens erwähnt habe. Wenn man größer aufgestellt ist, hat der eine einen Plan, wie man es doch noch weitermachen kann. Und das ist als Einzelkämpfer, hast du diese Ideen nicht ganz so schnell, sag ich mal. Es gibt auch gute Einzelkämpfer, die es perfekt machen. Ja. Und ja, da haben wir uns dann einfach das ausgedacht. Da hatten die Köhler sowieso schon da mit 50 Leuten, haben aber dann aufgestockt auf 600. Und ja, das hat uns tatsächlich 2 Jahre
über die Runden geholfen, also sehr gut über die Runden geholfen, sodass wir unsere ganzen Kosten decken konnten, unsere ganzen Angestellten behalten konnten. Und ja, jetzt läuft aber beides gleichzeitig. Also wir machen das mit der Köhlerei immer noch weiter mit der Holzkohle, weil wir einfach so die Flächen frei kriegen. Und ja, jetzt läuft die Yacht auch langsam wieder an. Und von daher wollen wir uns nicht beklagen. Also es ist ein gutes Nebengeschäft und mittlerweile fast so eins der Hauptgeschäfte geworden. Ja. Oder hat als Nebengeschäft angefangen und jetzt mittlerweile eines neben der Yacht und mit das Hauptgeschäft. Und ein Gewinn für alle Beteiligten und nicht nur eben für euch als Betrieb, sage ich jetzt mal, sondern Arbeitsplätze in der Region, Flächen fürs Wild und letztendlich dann auch ein Gewinn fürs Wild. So sieht's aus. Und man darf nicht vergessen, die Holzkohle findet ihr dann wieder im Aldi oder im Lidl. Also wer mal genau drauf geguckt hat, es kommt relativ viel Holzkohle aus Namibia bei euch an in den Geschäften. Und ja, wie gesagt, also für uns war es die richtige Entscheidung und wir wollten es nicht missen. Also das werden wir auch nicht sofort einstellen. Auch wenn wir mit unseren Flächen durch sind, werden wir das trotzdem auf Nachbarfarmen ausbreiten. Ja. Im Norden oben haben wir das schon angefangen damit. Haben die Nachbarn auch nur Vorteile von. Ja. Im Endeffekt entbuschst du die Farm, wo sie früher für Entbuschung richtig Geld bezahlt haben, kriegen sie jetzt noch pro Tonne eine kleine Auszahlung. Plus wir haben noch immer das Geschäft mit der Holzkohle, weil wir wollen die eigenen Farmen natürlich nicht komplett abholzen. Genau. Also wir wollen wirklich nur den Eindringerbusch rausholen und den auch nicht zu 100%. Und da muss ein Mittelmaß gefunden werden. Wir haben Blattfresser und Grasfresser. Und gerade für die Blattfresser brauchst du auch Dickung. Und auch für die Grasfresser haben wir jetzt auch gesehen, wenn es windig wurde, dann hast du die in den offenen Flächen überhaupt nicht gesehen. Dann brauchen sie einfach Dickung. Von daher kannst du nicht 100% deiner Fläche entbuschen. Da muss einfach ein gesundes Verhältnis sein. Wir versuchen es eigentlich 60% zu entbuschen, wo weiter die Akazien aber drin stehen bleiben. Und 40% bleibt Dickbusch. Dass sie einfach Rückzugsflächen haben, wo sie produzieren können, wo sie, wenn es windig ist, sich zurückziehen können. Solche Sachen. Großartig. Super. Ich danke dir für den Einblick. Das ist für mich wirklich ein richtiger, echter Blick hinter die Kulissen bei euch. Ganz herzlichen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Danke fürs Interview. Danke für deine Zeit. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst im nächsten Video. Ich danke dir, Keno.